Dann werdet ihr einen Zusammenhang sehen. So do you think the blessings and curses of God still exist today? Denkt ihr, dass Segen und Fluch von Gott heute immer noch, dass es das immer noch gibt? Yes. Okay. I think that we have less of a simplistic relationship with the land. It's like it's not as easy to visualize because it's not like we're going and providing our own, I don't know, getting food every day, or we have a more complex relationship with the earth and land. Sorry, It's fine, I just said it. Okay. It's something to reflect on. Das ist etwas, wo man nochmal drüber nachdenken kann. And keep it in mind when you come to Matthew as well. Und denkt auch darüber nach, wenn ihr Matthäus lest. So the first oracle that we have Das erste Orakel, was to stimulate them to do the building. das sollte sie neu dazu anregen, weiterzubauen. And then you had the second and third oracles that assured them that this was a worthy project. Und dann habt ihr das zweite und dritte Orakel, was ihnen gezeigt hat, es ist eine wichtige Arbeit. So in chapter 2, it's the 7th month, In Kapitel 2 haben wir den 7. Monat. and you'll see this is where the festivals are, Und in diesem Monat sind die ganzen Feste. and you've got the Feast of Trumpets, Da habt ihr das Fest der Trompeten and Yom Kippur, the Day of Atonement, und auch Yom Kippur oder den Tag der Versöhnung. and then you've got Sukkot, the 7-day, or the shelters. Und dann habt ihr die 7 Tage oder den Schutz, The 7-day Exodus experience. die 7 Tage Erfahrung, die den Auszug aus Ägypten widerspiegelt. Ja, ich glaube, so weit machen. Ach so, das war jetzt noch So work gets delayed during the 7 days. What? The Work. building gets delayed during the 7 days of the Feast of Shelters. Also die Arbeit wird gestoppt während den 7 Tagen. And then they're addressed again in this second oracle. Und dann wird es nochmal aufgegriffen in dem zweiten Orakel. Okay, we're behind on the slide. Wir sind ein bisschen zurück in den Folien. So these are the dates of the 4 oracles. Das sind die Zeiten für die 4 Orakel. So when you look at chapter 2, verse 3, Schaut euch mal Kapitel 2, Vers 3 an in Haggai. this presumes that there were people in Jerusalem Das nimmt an, dass da Leute in Jerusalem waren who saw that the original temple, because it says, und die haben den ersten Tempel gesehen. does anyone remember this house? And the answer would be yes. Denn da steht, gibt es jemanden unter euch, der sich noch an dieses Haus erinnert und daran, wie herrlich es früher einmal war? Und die Antwort wäre ja. But it's only a small minority. Aber es ist nur eine Minderheit. And he encourages them to be strong in verse 4. Und er ermutigt sie, stark zu sein in Vers 4. And it's along 5 different lines of thought. Und es sind verschiedene Ausdrücke, die wir da lesen können. He says, God is with you. Da steht, Gott ist bei dir. And he reminds them that the covenant isn't ineffective. Und er erinnert sie daran, dass der Bund nicht unwirksam ist. And they need to be strong and courageous. Und dass sie stark und mutig sein sollen. And God is faithful even when they are not faithful. Gott ist treu, auch wenn sie untreu waren. And they haven't been completely destroyed because of the exile. Und sie wurden nicht total zerstört im Exil. God is true to his word. Gott steht zu seinem Wort. And they have a stake in what God is doing.
Und sie haben einen Einblick darin, was Gott tun wird. And also this building work has long implications into the future. Und dieses Bauprojekt, das hat lange noch einen Einfluss auf die Zukunft. So they're not just building it for now, it's going to go hundreds of years into the future. Also sie bauen das nicht nur für jetzt gerade, sondern auch für hunderte Jahre in der Zukunft. When the temple will come in human form. Dann, wenn der Tempel in einer menschlichen Art kommen wird. And this future includes the nations. Und diese Zukunft beinhaltet auch die Völker. And God will fulfill Ezekiel's prediction that the glory of God will come. Und Gott wird Hesekiels Vorhersage erfüllen, dass die Herrlichkeit Gottes kommen wird. And he will return. Und dass er zurückkommen wird. And the splendor of the second temple will be even greater than the splendor of the first. Und der Glanz des zweiten Tempels wird den Glanz des ersten übersteigen. And we see this in Matthew. Das können wir in Matthäus auch sehen. So surely he says they must be encouraged to finish the work and do the work. Und er sagt, sie müssen auf jeden Fall ermutigt sein, um weiterzubauen, um die Arbeit fertigzustellen. So Jesus, the Messiah, Jesus, der Messias, is brought as a baby wurde als Baby auf die Welt gebracht. into the temple. In den Tempel. And he's dedicated to the Lord. Und er wurde dem Herrn hingegeben. And he comes to the temple when he's age 12 as well, we know. Mit 12 Jahren kommt er in den Tempel, was wir wissen. And he taught in the temple. Und er hat in dem Tempel gelehrt. And so the glory of God comes to the temple in human form. Und damit kommt die Herrlichkeit des Herrn in menschlicher Form in den Tempel. And this isn't something that they saw, Das ist nicht etwas, was sie gesehen haben, but you'll read also in Matthew aber ihr werdet auch in Matthäus lesen, that it says that the prophets and something along the lines of the prophets and the people of the past long to see what you see. dass die Propheten und viele Leute sich danach gesehnt haben, zu sehen, was du siehst. But they didn't. Aber sie haben das nicht gesehen. And he could be, when he says that, he might be referring back to this, Und es könnte sein, dass, als er das sagt, sich darauf bezieht. along with all the other godly prophets and people who long to see but never saw Jesus. Zusammen mit all den Leuten, die Jesus sehen wollten, all den Propheten, die es aber nie tun konnten. And the second thing that came to the temple Und das Zweite, was in den Tempel kam, was the Spirit of God when the apostles were there. war der Geist des Herrn, als die Apostel da drin waren. In the day of Pentecost, they spent days in the temple. Es war an Pfingsten, als sie tagelang im Tempel waren. And so the Messiah came to the temple and the gift of the Holy Spirit came to the temple. Also kam der Messias in den Tempel und gab das Geschenk des Geistes. And this is far more glorious than any building. Und das ist viel herrlicher als irgendein Gebäude. So then we come to the third oracle, Und dann kommen wir zur dritten Prophetie. and this addresses the mindset of the people. Und da können wir mehr die Gedanken der Leute verstehen. So this is chapter 2, verse 10. Das ist in Kapitel 2, Vers 10. So the people had been really apathetic, Die Leute waren sehr empathisch. and during the time no building work had happened. Und während dieser Zeit konnte das Gebäude nicht weitergebaut werden. They'd become very disillusioned, and so Haggai asked them some questions. Sie waren sehr desillusioniert und so hat Haggai einige Fragen gestellt. He says, does holiness spread by second contact?
Er hat gefragt, wird Heiligkeit größer durch den zweiten Kontakt? And the priests say no. Und die Priester haben Nein gesagt. Then interestingly, he asked the second question, Und interessanterweise stellt er die nächste Frage. and the answer is yes. Und die Antwort darauf ist ja. If someone becomes ceremonially unclean by touching a dead person and then touches any of these foods, will the food be defiled? It says in verse 13. Also 2, Vers 13. Wenn jemand, der unrein geworden ist, weil er einen Leichnam berührt hat, dann einen der genannten Gegenstände streift, wird dieser dann ebenfalls unrein? Apathy is very contagious. Apathie oder Ist ansteckend. ja, ist ansteckend. Yeah, it can pass from person to person. Es kann leicht von einer auf die andere Person übergehen. And so this is what is being said. Und das soll hier ausgedrückt werden. People have become disillusioned and so it's passed to other people. Die Leute wurden desillusioniert und es wurde an andere Leute weitergegeben. Holiness and dedication and commitment isn't, it seems, passed this way. Heiligkeit, Hingabe und Verpflichtung, das ist noch was anderes. There is this disillusionment that is really passed through Diese Desillusionierung hat sich wirklich ausgebreitet and it stopped all the building work. und es hat all das Aufbauen des Tempels gestoppt. And they need to make sure that the past stays in the past Und sie mussten sicher sein, dass die Vergangenheit Vergangenheit bleibt and they need to be encouraged. und sie sollten ermutigt werden. And so the blight and the mildew and the hail from the past judgments of the past, Also der Mehltau und der Hagel aus der Vergangenheit. and the future will be filled with blessing, he says. Das sollte in der Vergangenheit bleiben und die Zukunft würde mit Segen erfüllt werden. So he encourages them to look to God. Also ermutigt Haggai sie, auf Gott zu schauen. And that's the same with us. We need to always look to God. Und es ist das Gleiche bei uns, wir sollten immer auf Gott schauen. We may be in situations which seem not so good and the people around us can be disillusioned. Wir könnten in Situationen sein, wo es uns nicht so gut geht oder es scheint, es wäre nicht gut. But if we always keep our focus on God, we will be that light standing there. Aber wenn wir unseren Blick auf Gott behalten, dann wird es leichter für uns da zu stehen. And we can encourage others to look to God Dass wir auch andere ermutigen können, auf Gott zu schauen. in that. Darin auf Gott zu schauen. So this is a colour storage jar. So this is a jar that was used in ancient times. Das sind Aufbewahrungskrüge, solche wie in der Zeit damals benutzt wurden. And when they stored a jar, they had to make sure that it was sealed properly. Und wenn sie solche Krüge aufbewahrt haben, dann mussten sie sehen, dass sie gut versiegelt waren. Otherwise, the mildew would come in and it would be spoiled. Andernfalls würde Mehltau darüber kommen und es wäre kaputt. So these apparently are common finds. Also da gibt es wahrscheinlich einige Weine. And then also it mentions the grain which was stored in pits. Und dann wird auch das Getreide erwähnt, was da drin konserviert wurde. So this was their way of storing. Und das war ihre Art, wie sie Dinge aufschieben konnten. And you'll see here, you'll see probably closer when you see it on your screen. Und ihr werdet es vielleicht noch näher sehen, wenn ihr es auf eurem Computer habt. But these are pits that they've experimented with. Aber das sind Gruben, in denen sie experimentiert haben. So you've got the ground level, Da gibt es den oberen Teil. and then you've got the grain in here, Und dann habt ihr unten die Körner and then you have the thermometer that they've put in, und den Thermometer, der da drin ist. and the walls. Und auch die Wände. And the primary hazards were mildew and also insects. Und was man sehen konnte, war, dass da kein Mehltau und Insekten reinkamen. So it had to be properly sealed. Und es musste gut versiegelt sein. So this is what Haggai is talking. They always bring agricultural language into the text.
Und darüber spricht Haggai jetzt. Sie verwenden sehr viel landwirtschaftliche Sprache im Text. because that was their understanding at the time. Denn das war, was sie verstanden haben zu der Zeit. And you also see that in Matthew really clearly. Und das könnt ihr auch in Matthäus sehen. Jesus always used that language, Jesus hat diese Sprache oft benutzt. along with other languages that they understood. Auch mit anderen Sprachen, die sie verstanden haben. In chapter 2, verse 19, In Kapitel 2, Vers 19, so it says in the italics, is the seed yet in the barn? da steht, liegt denn die Saat noch in der Scheune? And then the answer for that is no. Und die Antwort dafür wäre nein. In the text, it actually doesn't put a question, but in the italics below, it does put a question. Also wir haben hier eine Frage, bei ihr ist das nicht. So the seed would actually have been sown. Und die Saat würde schon ausgestreut sein. They would have sown it in December, ready for it to germinate in the spring. Also sie hätten es im September ausgesät, damit es im Frühling bereit wäre. And when the spring comes, God will bless and bless the land. Und als der Frühling gekommen wäre, hätte Gott das gesegnet. And then you have the fourth oracle, Und dann kommen wir zur vierten Prophetie. and Zerubbabel is the governor. Zerubbabel ist der Statthalter. So he's the primary person in charge of the building. Er ist der die Verantwortung hat für das Gebäude, für den Tempel. And you have the Israelite sealing ring there. Und hier seht ihr jetzt den israelitischen Siegelring. So it's a picture of a signet ring. Das ist das Bild von einem Siegelring. And this is mentioned in verse 23. Und das können wir in Vers 23 lesen. It says, I will make you like a signet ring on my finger, says the Lord. Da steht, ich werde dich halten wie einen Siegelring. So this was a sealing ring that would be used by a king. Das war ein Siegelring, der von einem König gebraucht wurde. And he could give it to someone who carried authority. Und er konnte das an jemanden übergeben, der Autorität hat. And they could perform the seal for the king. Und sie konnten das versiegeln für den König. So this may belong to Hanan, Könnte zu Hanan gehören. maybe the son of the priest who discovered the Torah scroll during Josiah's reign. Könnte der Sohn des Priesters gewesen sein, der die Tora-Schriftrolle entdeckt hat. And he put the seal on the ring and then stamped it. Und er hat den Siegel auf den Ring gemacht und dann damit Stempel gemacht. So Zerubbabel could stand as a foreshadow of Jesus Christ. Zerubbabel könnte also eine Vorhersage sein für Jesus Christus. Elijah, do you remember Elijah? Erinnert ihr euch an Elia? He is a foreshadow of John the Baptist. Er ist ein Schatten für Johannes des Täufers. And you read that in Matthew. Und das könnt ihr in Matthäus lesen. And King David is a foreshadow of King Jesus. Und König David ist ein Schatten für Jesus. den So König. he was like, he's called a type Und er wird ein Typ of the coming of Jesus. dafür, dass Jesus kommen wird. So you'll read the genealogy of Matthew. Wenn ihr den Stammbaum in Matthäus lest, So let's just turn to the genealogy. lasst uns mal den Stammbaum anschauen. Because often when the genealogy is read, you skip through it as quickly as possible because it's just a lot of names. Oftmals, wenn ihr den Stammbaum lest, dann geht ihr einfach ganz schnell dadurch, weil es so viele Namen sind. But you will see, and you might have done it in all the list of names that have happened in Ezra and Nehemiah. Ist euch vielleicht auch bei Esra und Nehemiah so gegangen mit all den Namen? So I thought I'd give you the, before you read it,
I'll give you the ups. Deshalb wollte ich euch jetzt einen Einblick geben, bevor ihr es lest. So you have these three sections of 14 descendants. Ihr habt diese 3 Abschnitte mit jeweils 14 Nachkommen And there's a promise in each of these. und da ist ein Versprechen in jedem Einzelnen. So the first section is from Abraham to King David. Der erste Abschnitt geht von Abraham bis zu König David. And the promise through that is that all the nations will be blessed. Das Versprechen, was darin ist, dass alle Nationen gesegnet werden. And that's what God promised through Abraham in Genesis. Und das hat Gott durch Abraham versprochen im 1. Mose. And then you have the next section, which is from King David to King Jehoiachin. Und dann gibt es den zweiten Abschnitt, der geht von König David bis König Jehoiakim. And that was at the time when the king started and David was anointed. Das war zur Zeit, wo es zuerst Könige gab, wo David gesalbt wurde. And there was this promise that the son of David would always sit on the throne as king. Und dort wurde es verheißen, dass immer ein Nachfolger Davids auf dem Thron sitzen wird. And that goes to when they went into exile Und das ging bis zu der Zeit, wo sie ins Exil kamen, and Judah went to Babylon. wo Juda nach Babylon musste. And then you have another section, Und dann gibt es nochmal einen Abschnitt, which is from Jehoiachin to Jesus. und es geht von Joachim bis Jesus. And you have this promise. Und da habt ihr ein Versprechen, And Zerubbabel is a type of God's signet ring. dass Zerubabel ein Siegelring für Gott ist. And also a branch. Und auch ein Zweig. And you see that in Zechariah 6:12 to 13, Und das seht ihr in Sacharja 6, 12 bis 13. where Zerubbabel is referred to as a branch. Wo über Zerubabel als Spross. Spross, gesprochen wird. And the promise is that Zerubbabel will be a branch or a type of signet ring. Und das Versprechen war, dass Zerubabel eben ein Spross sein wird, wie ein Siegelring. And so he foreshadows the Messiah. Also wirft er damit schon einen Schatten auf den Messias aus. And so Christ is linked to all these three promises. Christus ist verknüpft mit all diesen 3 Versprechen. And Zerubbabel is the leader who, because from Jehoiachin to Jesus, they were in exile and then they had the 400 years of silence and then Jesus came. Also in der Zeit von Joachim bis Jesus war das Exil, die 400 Jahre Stille und dann kam Jesus. So we are now, I think, going to look at Zechariah. Und wir sind jetzt in Sacharja. What did you think of Zechariah? Was denkt ihr über Sacharja? Yes, it's weird. Did anyone else think it was weird? It's a good book. Right. Yep. One question while reading in chapter 3 about Yeshua, the priest. I'm wondering if that's referring to Jesus. Yep, we'll cover that. Yeah, we'll look at that. I think of all the prophets that we've read so far, this is the one that I have the hardest time like making any ties to. Like the other ones I could be like, oh yeah, that could be this or that could be this, and this one I was like, I don't know what's going on at all. Like I have no clue what's happening. No, at least you're honest. Yeah, I don't find it the easiest. If I just read it, for sure, unless I look into it, it's like, what is going on? Also für mich ist es auch nicht so ein einfaches Buch, vor allem wenn ich es nur lesen würde und nicht mit näher damit befassen würde. But you have Zerubbabel, and then you have these two prophets, Haggai and Zechariah. Aber ihr habt Zerubabel und dann die 2 Propheten, Haggai und Sacharja. And Zechariah comes and he is supporting Haggai and encouraging the people.
Zachariah kommt, um die Leute zu ermutigen und sie zu unterstützen. So we read back in Ezra, Also gehen wir nochmal zu Esra. chapter 5, verse 1. Kapitel 5, Vers 1. At that time the prophets Haggai and Zechariah, son of Iddo, prophesied to the Jews in Judah and Jerusalem. Und die Propheten Haggai und Zachariah, der Sohn Iddos, weissagten den Juden in Juda und Jerusalem. And then you see in chapter 6, verse 14, In Kapitel 6, Vers 14 lest ihr: so the Jewish elders continued their work, and they were greatly encouraged by the preaching of the prophets Haggai and Zechariah, son of Iddo. Die Ältesten der Juden bauten und hatten Erfolg, wie es von den Propheten Haggai und Zachariah, dem Sohn Iddos, vorausgesagt worden war. So he's not an actual son of Iddo, but he is a descendant. Also er ist nicht wirklich ein Sohn von Iddo, sondern ein And Nachfahre. I think he's probably a grandson or something like that. Er ist vielleicht Enkel oder sowas. And his name means Yahweh has remembered. Sein Name bedeutet, Yahweh hat sich erinnert. And there are 31 people who also have this name. Und es gibt noch 31 andere Leute, die diesen Namen hatten. And he's probably the younger of the two. In chapter 2, verse 4, it says he was a young man. Und er ist möglicherweise der jüngere der Männer. In Kapitel 2 steht, dass er ein junger Mann war. So he may well not have been married. Also war er vielleicht nicht verheiratet. And he also may have been a priest. Und er war wahrscheinlich auch ein Priester. In Nehemiah 12, 4a and verse 16, there's an Iddo who is in the priestly line. In Nehemia 12, Vers 4 und 16 gab es einen Iddo, der wahrscheinlich ein Priester war. So that we know about him, and we also know that he was probably born in Babylon. Das ist was wir über ihn wissen und auch, dass er in Babylonien geboren war. So he was a prophet and a priest, Er war also ein Prophet und ein Priester. and he returned to Judah in the time of Haggai, Und er kam nach Juda zurück in der Zeit Haggais. and also way afterwards too. Und auch noch später. So his final prophecy was probably around 480 BC. Und seine letzte Prophetie war wahrscheinlich im Jahr 480 vor Christus. And like Haggai, he also rebuked the people. Wie Haggai hat auch er die Leute ermahnt. But he also encouraged them in the rebuilding of the temple. Aber er hat sie auch ermutigt, den Tempel weiterzubauen. And he predicted that Zerubbabel, who laid the foundations, Er hat gesagt, dass Zerubbabel, der die Grundmauern gelegt hat and who also completed the building, und der auch den Tempel fertig gebaut hat, and the future would be bright with promise. und dass die Zukunft schön sein wird mit vielen Versprechen. And now too we see this Zerubbabel, the leader, being a type of Jesus. Und da sehen wir, dass Zerubbabel war wie Jesus oder eine Art wie Jesus war. Okay? So, the first chapter, 1 to 6. In Zachariah 1, 1 bis 6 Zechariah is calling Israel to turn to him or return to him. Da ruft Zachariah Israel auf, zurück zu Gott umzukehren. And so that's what he's saying in this first oracle. Das sagt er in der ersten Prophetie. And he's urging them to rebuild. Und er drängt sie weiterzubauen. And he's saying that the house will be rebuilt and the city will overflow with blessing. Und er sagt, dass wenn weitergebaut wird, dann wird auch die Stadt gesegnet werden. And there will be prosperity and a better life. Und es wird Wohlstand geben und ein besseres Leben. And then if someone reads chapter 1 verse 14 and 15.
Kann jemand Kapitel 1, Vers 14 und 15 lesen? Then the angel said to me,